Wenn du digitaler Nomade bist, also keinen Wohnsitz hast, nirgendwo steuerlich ansässig bist und planst, signifikante Zeit laufend in Spanien zu verbringen, dann musst du dir eines steuerlichen Risikos ganz besonders bewusst sein und genau darum soll es in diesem Video gehen. Vor kurzem hatte ich auf X einen Post gesehen eines britischen Beraters, der eben wie so viele Freiberufler, Unternehmer, Investoren dazu berät, ein wunderbares steuerfreies Leben im Ausland zu führen. Auch eben jemand, der das digitale Nomadentum, den Perpetual Traveler Status hier sehr propagiert hat. Und er hat eben in diesem Post zunächst mal sein eigenes Setup beschrieben. Dort sagt er, dass er 5 bis 6 Monate pro Jahr in Marbella verbringt und dann den Rest eben noch in anderen Ländern, sagen wir zum Beispiel mal Thailand, Dubai und wo er eben sonst noch so auf der Welt unterwegs ist. Er hat gesagt, dass er nirgendwo steuerlich ansässig ist. Er hat gesagt, dass er deswegen nirgendwo Steuern bezahlt. Er hat dann viele zustimmende Kommentare bekommen. Einige haben seine Einschätzung nicht geteilt, einige haben von steuerlichen Risiken gesprochen. Er war dann dort, sagen wir mal, ziemlich auf Krawall gebürstet, hat sich also da auf keine Diskussion einlassen wollen. Und das Ganze hat mich im Grunde dazu inspiriert, dieses Video zu machen, weil ich denke, dass es dort, und dieses Beispiel hat es eben gezeigt, relativ viel Unklarheit gibt, was jetzt gerade Spanien anbelangt und die Steuerpflicht in Spanien. Wir haben ja schon viele Videos zum Thema Spanien gemacht. Spanien ja eins der Lieblingsländer, nicht nur der Deutschen, sondern auch vieler Briten und vieler anderer Europäer. Und kein Wunder, Spanien bietet ja auch eine tolle Lebensqualität, tolles Wetter, tolles Essen, nette Menschen, landschaftlich wunderschön. Mallorca, Ibiza und besonders Menorca gefällt mir sehr gut. Sicherlich mit die schönsten Inseln im Mittelmeerraum. Wir sprechen ja hier oft auch über Malta und ich gebe ja gerne frei heraus zu, dass natürlich Mallorca sehr viel schöner ist als Malta, auch sehr viel größer. Tatsächlich gibt es ja in Spanien zum Beispiel auch das Beckham Law. Damit kann man dann wenigstens für 5 bis 6 Jahre dort steueroptimiert leben, wenn man das richtig tut. Auch das ist nicht so einfach. Aber davon mal abgesehen ist natürlich die spanische Steuerbehörde ziemlich aggressiv. Man hört ja auch immer in den Medien von aufsehenerregenden Gerichtsverfahren und Urteilen gegen Prominente. Letztens zum Beispiel in Bezug auf Shakira. Nun wurde sie ja vor kurzem sogar freigesprochen. Ich hatte ja dazu auch ein Video gemacht. Wenn du dir die Medienberichte zu diesen Gerichtsverfahren, zu diesen Gerichtsurteilen anschaust, dann kreist dort eben immer alles um diese ominösen 183 Tage. Die 183 Tage, das ist so ein Schlagwort, das hat irgendwie schon mal jemand gehört. Und wenn du dich irgendwo weniger als 183 Tage aufhältst, dann wirst du dort nicht steuerpflichtig. Und wir wissen ja sowieso, dass das sowieso nicht stimmen kann, denn zum Beispiel Deutschland und Österreich haben ja ganz andere Regeln. Dort ist tatsächlich der gewöhnliche Aufenthalt gar nicht so entscheidend unbedingt. Der ist dann schon auch entscheidend. Aber zum Beispiel der Paragraph 9 der Abgabenordnung in Deutschland, der ja den gewöhnlichen Aufenthalt beschreibt und definiert, sagt ja sogar, dass man in Deutschland rein zu Besuchszwecken sich ein Jahr aufhalten kann, ohne dort steuerpflichtig zu werden, solange man keinen Wohnsitz hat. Auch das natürlich eine komplizierte Regelung, da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich will damit nur sagen, dass der sogenannte gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland und Österreich zumindest nicht der einzige Faktor ist, der hier über Steuerpflicht entscheidet oder nicht, sondern es kommt ganz im Wesentlichen dort auf den Wohnsitz an. Das ist jetzt in Spanien weniger der Fall. Du kannst in Spanien einen Wohnsitz haben. In Spanien sind es tatsächlich die Tage, die zählen. Und hier wird ganz klar gesagt, in Spanien 183 Tage, auf die kommt es an. Hältst du dich mehr als 183 Tage in einem Kalenderjahr in Spanien auf, bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig mit deinem weltweiten Einkommen. Und das bezieht sich dann natürlich auf Dinge wie Vermögensteuer auf dein weltweites Einkommen. Zunächst mal klingt das ja extrem trivial. Jeder kann Tage zählen. Also ich bin 183 Tage im Jahr in Spanien oder mehr, dann bin ich da steuerpflichtig. Wenn ich das nicht bin, weil ich durch die Welt reise, weil ich mich an anderen Orten aufhalte, dann bin ich nicht steuerpflichtig. Alles fein, alles gut. Klappe zu, Affe tot. Aber so ist es eben leider nicht. Denn das Entscheidende ist ja, wie werden diese 183 Tage genau gezählt? Und das ist in Spanien, muss man sagen, schon eine echte Wissenschaft. Da gab es mehrere Gerichtsurteile. Wir hatten ja auch schon Videos dazu gemacht. Und diese Gerichtsurteile werden natürlich dann auch herangezogen, wenn es darum geht, jemandem die Steuerpflicht seitens der spanischen Steuerbehörden anzuhängen oder nicht. Generell natürlich will ich jetzt vorab schicken, kannst du natürlich immer sagen, naja, aber wie kriegen denn die Spanier überhaupt raus, dass ich in Spanien bin? Ich kann ja dort einfach über die Grenze fahren, da gibt es keine Grenzkontrollen, das gehört alles zum Schengen-Raum dazu. Ich kann mich ja dort einfach aufhalten, weiß keiner, interessiert niemanden. Was die spanische Steuerbehörde nicht weiß,
macht sie nicht heiß sozusagen, oder anders gesagt, wo kein Kläger, da kein Richter. Das mag vielleicht für den einen oder für den anderen eine Lebensphilosophie sein, nach der man tatsächlich sich verhält. Insbesondere dann natürlich, wenn man nicht viel zu verlieren hat, wenn man kein sehr hohes Vermögen hat. Hat man aber natürlich ein beträchtliches Vermögen aufgebaut, dann will man natürlich nicht das Risiko eingehen, dass man dann dort mit den spanischen Steuergesetzen irgendwo in Konflikt gerät. Man weiß ja auch nicht, was die Zukunft bringt. Man weiß nicht, wie vielleicht dann Informationen über meine Anwesenheit in Spanien doch irgendwie bei den spanischen Steuerbehörden landen. Stichwort Palantir oder KI, wer weiß, was da in Zukunft kommen wird. Also das heißt, man will sich im Grunde genommen so verhalten, dass es korrekt ist, dass das Ganze auch tatsächlich im Fall der Fälle überprüfbar sein kann und dass ich mir natürlich alle Handlungsoptionen offen halte. Vielleicht habe ich ja zum Beispiel vor, irgendwann dann mal längerfristig in Spanien zu leben, vielleicht sogar mit Beckham Law. Und da will ich natürlich verhindern, dass die spanischen Steuerbehörden mich dann fragen können, wie viel Zeit ich denn vor meiner Anmeldung zum Beckham Law in Spanien tatsächlich verbracht habe und dann möglicherweise sehr tief graben und mir auch schon eine frühere Steueransässigkeit in Spanien anhängen. Genau das ist ja übrigens Shakira passiert. Sie ist irgendwann tatsächlich nach Spanien umgezogen. Sie hatte ja dort auch Familie, aber die spanischen Steuerbehörden haben eben gesagt, du hast schon einige Jahre vor deinem offiziellen Zuzug, vor deiner tatsächlichen erklärten steuerlichen Ansässigkeit in Spanien gelebt und dafür musst du nun Steuern bezahlen, denn das hast du nicht erklärt. Und sie hat ja im letzten Moment es dann geschafft, dass sie nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, hat im letzten Moment dann dort einen Deal ausgehandelt. Es ging bei ihr um die Jahre 2012, 13 und 14. Also ich gehe davon aus, was dich betrifft, dass du das Ganze gerne rechtssicher machen willst, dass du nicht nach der Prämisse leben willst, wo kein Kläger, da kein Richter. Was die spanische Steuerbehörde nicht weiß, macht sie nicht heiß. Ich gehe davon aus, dass du dich so einrichten willst, dass das Ganze dokumentierbar, nachvollziehbar, überprüfbar ist und du entsprechende Handlungsregeln für dich dann aufstellen willst, nach denen du dich auch verhalten wirst. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, 183 Tage, das ist in Spanien die Regel. Wenn du mehr als 183 Tage da bist, dann bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig. So, und jetzt eben die sehr große Frage, was zählt eigentlich als ein Tag? So, die erste interessante Frage ist ja besonders, wenn man jetzt viel reist, was ist mit den Anreise- und was ist mit den Abreisetagen? Was passiert zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel von Lateinamerika nach Asien fliege und ich bin nur ganz kurz in Spanien, nämlich wenige Stunden? Zählen die Nächte, zählen die Tage? Zählt die Anreise, zählt die Abreise und tatsächlich aus spanischer Sicht zählt alles. Das heißt, wenn du auch nur wenige Stunden an einem Tag dich in Spanien aufhältst, dann zählt das zu den 183 Tagen. Wenn du verheiratet bist, wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast und deine Familie, deine Kinder leben in Spanien und halten sich dort dauerhaft auf, selbst wenn du es nicht tust, dann zählen die Aufenthaltstage deiner Familie im Zweifelsfall zu den 183 Tagen dazu, selbst wenn du nicht in Spanien bist, außer du kannst nachweisen, dass du irgendwo anders steuerlich ansässig bist. Und bei diesem Land darf es sich dann auch nicht um ein Land handeln, das auf der schwarzen Liste der Spanier steht. Das sind zusammengefasst eine Liste der Steueroasen. Also wenn du die Situation zum Beispiel hast, dass du in Deutschland wohnst, du bist mit einer Spanierin verheiratet, ihr habt Kinder zusammen und dann entscheidet sich deine Frau, dass sie in Spanien lebt und du sagst einfach, ich bleibe noch in Deutschland für einige Zeit, weil ich hier beruflich tätig bin. Ich reise zwar viel nach Spanien, um dort meine Familie zu besuchen. Dann nimmt die spanische Steuerbehörde zunächst mal automatisch an, dass auch du in Spanien unbeschränkt steuerpflichtig bist. Das ist jetzt nicht wirklich etwas Neues. Das ist ja einfach das Konzept des Lebensmittelpunktes. Aber tatsächlich kannst du dem dann widersprechen unter der Annahme, dass du weniger als 183 Tage in Spanien warst. Dann wirst du sagen, naja, ich war ja die ganze Zeit in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig und dann wird dir die spanische Steuerbehörde recht geben. Solange du weniger als 183 Tage in Spanien warst, wirst du dann dort nicht unbeschränkt steuerpflichtig, auch wenn dein Lebensmittelpunkt sich tatsächlich in Spanien befindet. Ich lasse jetzt mal die ganzen Komplexitäten raus. Also wenn du natürlich dann in Spanien arbeiten würdest oder deine Firma hast, dann wird das Ganze möglicherweise nochmals komplizierter. Aber grundsätzlich gesehen würdest du da aus spanischer Sicht nicht automatisch steuerpflichtig werden. Hättest du jetzt aber die Situation zum Beispiel, dass du keinen festen Wohnsitz in Deutschland hast, dass du also einfach viel Reisender bist, dass in Spanien deine Familie wohnt, du hältst dich weniger als 183 Tage in Spanien auf, du bist ansonsten viel unterwegs, dann würdest du in Spanien als unbeschränkt steuerpflichtig gelten, aufgrund der Tatsache, dass deine Familie dort wohnt und die Anwesenheitstage deiner Familie zählen dann im Zweifelsfall zu deinen 183 Tagen dazu.
Und das sind dann im spanischen Steuerrecht dann die sogenannten sporadischen Abwesenheitstage. Also Abwesenheitstage, wenn du keinen weiteren Wohnsitz im Ausland hast. Und das genau kann jetzt auch zum Problem werden für digitale Nomaden. Anders als im deutschen oder österreichischen Steuerrecht ist es nämlich tatsächlich so, dass Spanien tatsächlich bei jeder Abreise aus Spanien prüft, ob es sich dabei um einen sporadischen Auslandsaufenthalt hält. Nehmen wir also einmal an, du bist jetzt digitaler Nomade, du verbringst insgesamt nicht mehr als 183 Tage in Spanien, so über das Jahr verteilt. Sagen wir mal also, du bist in Thailand, sagen wir mal, du bist in Dubai, sagen wir mal, du bist auf den Bahamas. Nehmen wir eben immer an, dass du Perpetual Traveler bist und in diesen Ländern keinen wirklichen Wohnsitz hast. Dann macht die spanische Steuerbehörde nämlich Folgendes, dass sie deine Abwesenheiten aus Spanien als eben sporadische Abwesenheiten bewertet und zu deinen spanischen Anwesenheitstagen dazu zählt. Und somit bist du dann sehr schnell nämlich über den 183 Tagen. Also das Beispiel, das dieser Brite auf X dort gebracht hat, würde höchstwahrscheinlich in seinem Fall dazu zählen, dass all seine Tage, die er außerhalb Spaniens zugebracht hat, weil er eben nirgendwo einen Wohnsitz hat, weil er eben nirgendwo steuerlich ansässig ist, dass all diese Tage zu seinen spanischen Tagen hinzugerechnet werden und er praktisch deswegen das ganze Jahr in Spanien steuerpflichtig ist. Das gilt übrigens nicht, wenn die Abwesenheit mehr als 183 Tage am Stück ist und auch dazu gibt es ein Gerichtsurteil. Das heißt also, sagen wir mal, wenn du den Sommer in Spanien verbringst, jedes Jahr 3 Monate, wunderbar, Juni, Juli, August, und dann reist du aus Spanien ab und du kommst nach mehr als 183 Tagen wieder nach Spanien zurück, vielleicht um dort den nächsten Sommer zu verbringen, dann kannst du ganz sicher sein, dass diese Abwesenheit keine sporadische Abwesenheit ist, weil sie mehr als 183 Tage lang ist. Bei allem, was kürzer ist als 183 Tage, besteht das Risiko, wenn du keinen Wohnsitz hast, muss ich immer sagen. Also, wie gesagt, das Problem besteht natürlich nicht, wenn du in Deutschland wohnst und ein Ferienhaus in Spanien hast, denn dann hast du ja irgendwo anders einen Wohnsitz. Dann kannst du dich voll auf die 183-Tage-Regelung verlassen. Wenn du eben aber keinen Wohnsitz hast, dann ist das Ganze für dich als digitaler Nomade ohne steuerliche Ansässigkeit in einem Land ohne Wohnsitz tatsächlich hochriskant. Mein Tipp an dich wäre also ganz klar, wenn du vorhast, sehr viel Zeit in Spanien zu verbringen und du willst das Ganze rechtssicher gestalten, dann solltest du auf jeden Fall in einem Land, was von den Spaniern nicht als Steueroase, also in einem Land übrigens mit Doppelsteuerungsabkommen, einen Wohnsitz haben, wo du auch wirklich steuerlich ansässig bist. Interessanterweise hat Spanien zum Beispiel ein Doppelsteuerungsabkommen mit Paraguay. Das einzige Doppelsteuerungsabkommen, das Paraguay hat. Aber in diesem Abkommen wird ganz klar definiert, dass Spanien die steuerliche Ansässigkeit in Paraguay nur anerkennt, wenn du dich mindestens 183 Tage in Paraguay aufhältst. Ich habe es ja gesagt, die Spanier, sie sind besessen vom Tagezählen. Man könnte meinen, das ist ihre Lieblingsbeschäftigung der spanischen Steuerbehörden und über diese Tage versuchen sie dir eben einen Strick zu drehen. Ansonsten, zumindest wenn du dich wirklich rechtssicher verhalten willst, lass dich diesbezüglich von einem spanischen Steueranwalt beraten, damit du hier auf der sicheren Seite bist. Stelle von vornherein Regeln auf, an die du dich dann auch halten wirst. Im Zweifelsfall kannst du natürlich ebenso in Spanien eine verbindliche Auskunft dort anfragen von den Steuerbehörden. Und wie gesagt, das Ganze betrifft sowieso nur jene, die digital Nomaden sind, Perpetual Traveler, die nirgendwo einen festen Wohnsitz haben. Wenn du sowieso einen festen Wohnsitz irgendwo hast, dann kannst du natürlich auch ziemlich viel Zeit in Spanien verbringen, ohne dass das jemals zum Problem werden würde. In diesem Sinne, wenn auch du vorhast, dich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, wenn du gerne auswandern willst als digitaler Nomade oder Perpetual Traveler in der Welt herumreisen möchtest, wenn du genug hast von hohen Steuern, erdrückender Demokratie und einem Staat, der immer übergriffiger wird, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir befassen uns seit mehr als 20 Jahren genau mit diesen Themen. Wir haben schon vielen Mandanten dabei geholfen, steueroptimiert, steuergünstig im Ausland zu leben, Vermögen im Ausland aufzubauen, Vermögen international zu diversifizieren, zweite Staatsbürgerschaften zu erhalten oder Aufenthaltstitel weltweit. Ich selbst habe Deutschland und die EU schon vor jetzt 26 Jahren verlassen. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.